Dass die Welt gerade vielerorts aus den Fugen gerät und Gesellschaften auseinanderdriften, lässt auch Menschen auf die Straße gehen, die bislang nicht unbedingt als öffentliche politische Kraft wahrgenommen wurden. Ältere Frauen geben ihrer Meinung eine laute Stimme unter dem Slogan Omas gegen Rechts. Eine Initiative, die 2017 in Österreich gegründet wurde, als Reaktion auf die Koalition der österreichischen Volkspartei mit der rechtsgerichteten FPÖ. In Deutschland sind die Omas gegen Rechts mittlerweile nach eigener Auskunft in mehr als 70 Städten aktiv. Fabian Held war mittendrin bei den Omas im sächsischen Döbeln, die heute Abend allerdings in einem Nachbarort unterwegs waren. Ankunft der Omas in Waldheim. Sie wollen hier gegen eine Kundgebung der AfD demonstrieren. Dafür sind sie aus dem benachbarten Döbeln angereist. Meine Erwartung ist, ja, dass wir als Oma-Gruppe, Omas von Döbeln, natürlich auch noch mal ganz stark auftreten. Wir sind auch noch mal viele heute, das freut mich. Seit über 2 Jahren gibt es in der 8000 Einwohnerstadt Waldheim regelmäßig Kundgebungen aus dem rechten Lager, meist ohne großen Gegenprotest, wie auch in anderen kleinen Städten und Gemeinden in Sachsen. Doch es tut sich etwas, an diesem Abend stehen sich 2 ungefähr gleich große Lager quasi gegenüber. Eine Woche zuvor in Döbeln. Fand ich auch ganz niedlich als Beispiel, es gibt einen Stempel für die Kekse. Also die haben gesagt, Kekse verteilen macht sich immer super. Der Tipp mit den Keksen kommt von der Bundesvereinigung der Omas gegen Rechts. Denn die Ortsgruppe in Döbeln hat sich erst im Januar gefunden. Kennengelernt haben sie sich auf einer Demo gegen Rechtsextremismus im Ort. Ich habe von einer Freundin das Plakat bekommen, habe es umgehangen, weil ich mich als Oma fühlte, weil ich Oma bin los und habe die anderen Plakate und die dazugehörigen Omas getroffen. Also das ging so wirklich wie Stein ins Wasser und dann wellenförmig wird es immer größer und immer mehr und man wird immer stärker. Ich meine, jeder kennt jeden in so einer Kleinstadt und es ist immer, wenn man seine politische Meinung nach außen trägt, muss man natürlich auch damit rechnen, dass man angefeindet wird oder dass andere natürlich anderer Meinung sind. Und da muss man auch stark sein, das vertreten zu können. Ich bin auch mit Leib und Seele Oma. Ich freue mich sehr, meine Enkelkinder begleiten zu dürfen. Und ich habe aber große Angst, dass die nicht in so einem freien, demokratischen Land aufwachsen, wie wir es jetzt haben. Etwa 30 Omas und ein Opa sind inzwischen in der Gruppe und sie wächst weiter. Viele empfinden es als Befreiung, endlich Gleichgesinnte gefunden zu haben. Sie wollen aufstehen gegen Rechtsextremismus. Fast zeitgleich findet auf dem Markt in Döbeln eine Kundgebung der Freien Sachsen statt. Ein Redner verbreitet Verschwörungstheorien. Die rechtsextreme Kleinstpartei will Unterschriften für die Kommunalwahl im Juni sammeln. Fast jede Woche stehen sie hier, bislang ohne Widerspruch. Cornelia Schubert engagiert sich seit Jahren gegen die Freien Sachsen, nennt sich selbst überzeugte Antifaschistin. Seit 3 Jahren lebt sie in Döbeln. Jetzt trifft sie sich erstmals mit den Omas gegen Rechts in der Stadt. Ich bin ausgebrannt über die Jahre, habe auch mit anderen Leuten, wir haben uns manchmal ein bisschen verlassen gefühlt. Und zu sehen, dass sich da jetzt was bewegt, aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive in die richtige Richtung, es waren Freudentränen. Zurück in Waldheim heute Abend. Es wird laut, als sich die AfD-Anhänger auf den Weg zu einem sogenannten Spaziergang machen. Erkennen die Omas in der Gruppe auf der anderen Seite vielleicht sogar einen Nachbarn? Also ich glaube immer noch, dass man diejenigen, die man dann kennt, ansprechen kann. Also das ist dann hier so nah und so dicht. Also Angst habe ich davor gar nicht. Eine Band spielt, die Demo-Teilnehmer tanzen und die Omas gegen Rechts, Ortsgruppe Döbeln, mittendrin. Sie wollen weiter gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straßen von Mittelsachsen gehen.